So, schönen guten Abend bei Friemelein aller Art. Der Ölwechsel stand an. Das ist jetzt nicht mein Auto, aber was ziemlich baugleich ist, ein Cabrio. Ist der gleiche Motor, von daher, das Vorhaben ist das gleiche. Wir haben uns hier was Tolles besorgt, und zwar ein Ölabsauggerät aus China. Beste Ware, nur beste Ware. Krumme Eisen und tolle Schweißnähte. Aber es tut, was es soll. Wir haben das eben bei meinem Auto schon mal gemacht, waren überrascht, weil sehr wenig Öl drin war. Haben dann nochmal die Ölwanne aufgemacht, um zu gucken, dass auch wirklich alles raus ist. Aber da kamen dann tatsächlich nur noch Tropfen. Das war sehr schön. Also, das geht jetzt hier durch den Ölpeilstab. Also der wird rausgenommen und dann kommt diese Sonde hier rein. Das Ganze wird dann hochgesaugt an diese Glocke. Da haben wir hier so eine Unterdruckpumpe, die quasi im Venturi-Prinzip funktioniert. Da kommt Druckluft dran, dann dreht man auf, dann wird diese Glocke hier evakuiert und dann kann man das Öl absaugen. Wunderbar. Übrigens, hier springt noch mit rum mein Vater, der Peter. Haha. Gute. Gute. Schreiten wir zur Tat. So. Jetzt habe ich hier die Druckanzeige im Blick und genau. Wir haben jetzt hier gerade einen Knall gehört und haben uns gefragt, was das war. Und ja, an unserem Kompressor ist gerade der Druckschlauch abgeflogen. Gott sei Dank hatte ich damals ein Rückschlagventil dran gemacht. Hier unten ein Rückschlagventil. Das heißt, der Kessel hat noch seinen Restdruck. Und das werde ich jetzt gerade nochmal neu festschrauben. So, inzwischen ist das Öl draußen, weil ich ja eben gerade drüben am Kompressor war und den mal schnell wieder repariert habe. Graduierung hier, wir sind jetzt hier bei angeblich so 3,75 Liter Öl, die wir abgesaugt haben bei einem Auto, auf das 5,5 Liter drauf sollen. Da werden wir dann auch mal gucken, ob das nachher stimmt, indem wir dann mal eine feste Menge Altöl einziehen, dass wir das einmal wissen, wie das aussieht. Sieht ja grausam aus hier oben. Naja, mein Gott. Jedenfalls kommt dann die Sonde wieder raus, wird abgewischt und so weiter und blablabla. Natürlich, um das Öl jetzt hier rauszukriegen, dreht man hier oben nochmal auf und dreht im Prinzip hier unten auf. Das ist halt wirklich saublöd. Das ist sehr eng. Das ist halt Chinese Design, ja, aber dafür halt Standardteile und billig Wir haben halt kleinere Hände. und keine Schmerzen. So sieht's aus. Und das blubbert sich da jetzt langsam rein. Also das sind auch mehr als 4 Liter vom Gefühl her. Das ist schon eine ganz schön große Glocke hier. So, dann nehme ich mir jetzt einen Kanister. Und dann kommt da jetzt Öl drauf. Also ich denke, jeder weiß, wie man Öl nachfüllt. Trichter, Öl, nicht zu viel, nicht zu wenig. Immer mal wieder kontrollieren mit dem Ölpeilstab. Und dann ist das auch gut. Also, um das Ganze mal zusammenzufassen, zu diesem Absauggerät. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir sind also sehr zufrieden damit. Das ermöglicht einem tatsächlich, den Ölwechsel mal zwischendurch zu machen, ohne gleich dreckige Finger oder Klamotten zu kriegen. Was es zu dem Gerät noch zu sagen gibt. Es hat sich herausgestellt, dass diese Skala an dem Gerät komplett falsch ist. Also das ist einfach nur ein Aufkleber und der wird scheinbar in China gerade so, wie derjenige meint, auf diese Glocke draufgeklebt. Wir haben das dann nochmal mit 5 Litern Altöl quasi ausgelittert und da hat sich dann herausgestellt, dass das hinten und vorne nicht passt. Jetzt haben wir unsere eigene Skala angebracht und das wird dann in Zukunft auch hinhauen. Wegen dem Kompressor, da sind wir selber schuld, weil wir
das Gerät falsch bedient haben, dieses Absauggerät. Eigentlich geht man her und evakuiert einfach die Glocke und dreht dann oben an dem Gerät wieder die Luft ab. Das heißt, in der Zeit wird dann keine Druckluft verbraucht und der Kompressor muss nicht die ganze Zeit durchlaufen. Da haben wir uns zugegebenermaßen ein bisschen blöd angestellt in der Hinsicht. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kompressor die ganze Zeit durchlaufen musste und der Schlauch an seiner Anschlussstelle heiß wurde und weich wurde und dann halt abgeflogen ist. Das Ganze ist uns allerdings zweimal passiert an diesem Abend, also da ein voller Erfolg. Was noch ein kleines Manko ist an diesem Absauggerät, ist aber eigentlich auch nicht weiter schlimm. Wir haben circa, würde ich mal schätzen, 20 Liter Altöl reingesaugt und als es an das Ausdrücken des Gerätes ging, also da kann man dann auch Druckluft anschließen und das Ganze wieder in die Ölkanister zurückdrücken, um das dann abgeben zu können. Es kamen nur 7 Liter wieder aus dem Gerät raus. Das heißt, die restlichen 13 Liter sind noch im Gerät drin, macht aber nichts. Ansonsten waren wir an diesem Tag sehr schlecht vorbereitet. Wir wollten Ölwechsel machen, haben wir dann auch gemacht. Aber wir wollten Ölwechsel machen an 5 Fahrzeugen. Und zwar dreimal 124er Mercedes, einmal 190er und einmal ein Citroën C1. Es hat sich herausgestellt, nachdem wir bei dem ersten das Öl abgesaugt hatten, bei dem ersten Mercedes, dass wir gar keinen Ölfilterschlüssel haben. Wir hatten also die Filter da liegen, wir hatten genügend Öl, aber keine Möglichkeit, den Ölfilter rauszuschrauben. Und ich habe von meinen Kollegen dann gehört, ja, dann nimmt man halt einen Schraubenzieher und steckt das durch. Ja, das ist blöd, wenn man ein Fahrzeug hat, bei dem nur innen die Kartusche getauscht wird. Das ist beim Mercedes, zumindest bei den Modellen, die wir haben, so, dass man außenrum eine Kunststoffglocke hat, die man abschraubt und innen drin hat man tatsächlich nur das Filtergewebe, das getauscht wird. Die Ölfilter haben wir dann gestern getauscht, da kam der bestellte Ölfilterschlüssel an und den werden wir jetzt hüten wie unseren Augapfel. Was noch zu sagen ist, es macht durchaus Sinn, das Auto vorher gut warm laufen zu lassen. Die Glocke ist geeignet für 60 Grad Celsius und das sollte man auch weitestgehend ausnutzen, da das Öl dann einfach viel schneller aus dem Auto rausgesaugt werden kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Es werden höchstwahrscheinlich noch weitere Videos kommen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.